Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es darum gehen, warum ich tue, was ich tue und warum ich das auch mit sehr viel Leidenschaft tue. Und zwar ist es für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, die Haltungsbedingungen von Pferden langfristig zu verbessern und auch so, dass die Besitzer das auch selbst umsetzen können und das Pferd oder so viele Pferde wie möglich etwas davon haben, dass ich berate, dass man darüber spricht, dass man zusammen schaut, wie können wir Verbesserungen erreichen. Weil wenn ich unterwegs bin und ja, in fremden Stellen unterwegs bin und Pferde höre, die wirklich nach Futter schreien oder, wie soll ich sagen, ein unzufriedenes Bild abgeben und einfach ja, nicht glücklich sind, dann berührt mich das und ich muss sagen, das lässt mich auch nicht kalt. Und wenn ich zu einem Termin gehe, dann behandle ich ja das Pferd osteopathisch einerseits, andererseits sind natürlich auch dort, auch wenn ich einen ganzheitlichen Ansatz verfolge und alle möglichen Sachen mit einbeziehe bei dieser Behandlung, sind mir zum Beispiel bei schlechten Haltungsbedingungen ein bisschen auch die Hände gebunden, weil ich kann nicht mit einer osteopathischen Behandlung 1- bis 2-mal zum Beispiel im Abstand von 6 Wochen die Haltung, die vielleicht auch dazu führt, dass das Pferd eben diese Probleme mitbringt, die es mitbringt, ignorieren und dann einfach ein super Resultat erzielen. Und deswegen ist es mir unglaublich wichtig, da aufzuklären und mit den Kunden zusammen eine Lösung zu finden und auch pro Pferd zu entscheiden, was kann man denn machen, um die Situation allgemein zu verbessern. Und deswegen, ja, bin ich jemand, der wirklich eine komplett, wirklich ganzheitliche Behandlung und auch Beratung anbietet und nicht nur quasi meinen osteopathischen Teil erfülle. Vielleicht noch ein paar Aufgaben mitgebe, wie der Status erhalten bleiben kann und dann in 6 bis 8 Wochen wiederkomme und wieder behandle und vielleicht halt dann nicht die Resultate erzielen kann, die ich eigentlich erzielen möchte fürs Pferd, für die Besitzerin oder den Besitzenden. Und da ist es unglaublich wichtig, miteinander zu kommunizieren und das gemeinsam anzuschauen. Und für mich ist es wirklich wichtig, die Situation grundsätzlich zu verbessern und nicht dann einfach alle paar Wochen quasi mein Geld damit zu verdienen, eine Behandlung durchzuführen, die natürlich schon wirkungsvoll ist. Aber nach 2 bis 3 Wochen ist das Pferd meistens, wenn sich sonst nichts ändert und wirklich auch die Umstände an der Situation schuld sind, dass ich dann einfach nicht weiterkomme. Beziehungsweise das Pferd ja nicht weiterkommt und sich nicht weiterentwickeln kann. Und für die Besitzer ist das ja auch frustrierend. Für mich wäre es natürlich viel einfacher, weil ich natürlich auch die Kunden damit konfrontiere und sage, ja, schau mal, vielleicht hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht oder ist das für dich ein Thema, da was zu ändern oder das zu verbessern? Und das ist natürlich nicht immer nur positive Stimmung, auf die ich da stoße, kann ich auch verstehen. Und trotzdem denke ich, es ist der einzige Weg, grundsätzlich die Situation zu verbessern für alle Beteiligten. Und ja, deswegen tue ich, was ich tue. Und ich denke, wir müssen unbedingt von dieser Zahl runterkommen, dass wir wirklich 80 bis 90% der Pferde haben, die ein körperliches Defizit mitbringen. Und das, ja, das macht mich manchmal schon auch traurig, weil ich denke, so schwierig ist es eigentlich nicht, da was zu bewegen und für die Pferde eine gute Ausgangslage zu schaffen. Und deswegen hoffe ich ganz doll, dass ihr das mit mir zusammen auch anpacken möchtet und freue mich deswegen über jeden Kommentar und jedes Abo, was ihr da lasst. Und ja, das ist mal so erstmal zu meiner Motivation, warum ich tue, was ich tue, aus Leidenschaft.